Was passiert nach dem Tod? Gibt es ein Paradies? Die ewige Verdammnis? Die Wiedergeburt? Oder vielleicht nur das Nichts? Ein chinesischer Kaiser dachte, egal was das Jenseits sei, eine Armee wäre von Vorteil. Wir wissen das, weil Bauern im Jahr 1974 nahe ihrem Dorf beim Graben eines Brunnens auf einen der wichtigsten Funde der Archäologie stießen. Weite unterirdische Kammern, die das Grab des Kaisers umgeben und über 8000 lebensgroße, kampfbereite Tonsoldaten beherbergen. Die Geschichte der Tonarmee beginnt mit Ying Zhong. Er wurde König des Staates Qin im Jahre 246 v. Chr. Im Alter von 13 Jahren. Er war ehrgeizig und skrupellos und wurde zu Qin Shi Huangdi, der erste Kaiser Chinas nach der Vereinigung von 7 verfeindeten Reichen. In den 36 Jahren seiner Herrschaft wurde Historisches erreicht. Ein generelles System für Maße und Gewichte, eine standardisierte Schrift für ganz China und ein Schutzwall, der später als chinesische Mauer bekannt wurde. Doch vielleicht drang Qin Shi Huangdi deshalb so sehr um sein Vermächtnis, weil er von seiner Sterblichkeit besessen war. In seinen letzten Jahren ließ er ständig Alchemisten und Expeditionen nach Lebenselixieren suchen, um so unsterblich zu werden. Bereits im ersten Jahr seiner Herrschaft befahl er den Bau einer gewaltigen unterirdischen Totenstadt mit Monumenten, Artefakten und einer Armee, um im Jenseits seine Herrschaft fortzuführen. Diese prächtige Armee steht noch immer in präziser Schlachtordnung und ist über mehrere Gruben verteilt. Eine enthält die Haupttruppe mit 6000 Soldaten, jeder davon über 100 Kilo schwer. Eine zweite birgt über 130 Streitwagen und mehr als 600 Pferde. Eine dritte das Oberkommando. Die vierte, leere Grube lässt vermuten, dass das Projekt nicht vor des Kaisers Tod beendet wurde. Umliegende Kammern enthalten Figuren von Musikern und Akrobaten, Arbeitern, Staatsbeamten und vielen exotischen Tieren. Offenbar hatte Kaiser Tian mehr Pläne für das Jenseits, als nur Krieg zu führen. Alle Figuren bestehen aus Terrakotta, also gebrannter Erde, eine Art rotbrauner Lehm. Für die Fertigung verpflichtete der Kaiser unzählige Werkstätten und über 720.000 Arbeiter. Darunter waren Handwerker, die jeden Körperteil einzeln formten, um die Statuen so individuell zu gestalten wie die Krieger der echten kaiserlichen Armee. Sie stehen nach Rang angeordnet, haben verschiedene Waffen, Uniformen, Frisuren und Minen und sogar individuelle Ohren. Jeder Soldat war ursprünglich bunt bemalt, aber durch die Lufteinwirkung blätterte die Farbe vollständig vom Terrakotta-Untergrund ab. Genau aus diesem Grund wurde eine knapp 1,5 Kilometer entfernte Kammer bisher noch nicht geöffnet. Dort liegt das eigentliche Grab von Qin Shi Huangdi, wo es Paläste, Edelsteine, Artefakte, sogar Flüsse aus Quecksilber geben soll, die durch Berge aus Bronze fließen. Doch solange man diese Schätze nicht unbeschädigt bergen kann, bleibt das Grab verschlossen. Nicht nur Kaiser Tian wünschte sich Gesellschaft für die letzte Reise. Tonfiguren in altägyptischen Gräbern stellen das ideale Leben nach dem Tod dar. In der Kofun-Zeit in Japan begrub man Tote mit Plastiken von Pferden und Häusern. Auch die Gräber auf der Insel Jaina vor Mexiko sind voller Tonstatuetten. Zum Glück entschied sich Kaiser Tian trotz seiner Skrupellosigkeit für Tonfiguren der Diener und Soldaten, anstatt Menschen für seine Begleitung zu opfern, wie es in Ägypten, Westafrika, Anatolien, Teilen Nordamerikas und sogar in der Shang- und Zhou-Dynastie in China üblich gewesen war. Heute kommen Menschen von überall, um diese stoischen Soldaten zu sehen, die noch jahrhundertelang still auf ihre Kampfbefehle warten werden. Für mehr antike Kunst lerne in diesem Video über Gyotaku, die antike japanische Kunst des Fischdrucks, und abonniere unseren Kanal.